Christopher und Andrea. Manchmal sind Abenteuer gar nicht so weit weg, wie man meint. Bisher haben uns unsere Reisen immer an ferne Orte gebracht, aber so wie die Art zu reisen für uns absolut neu ist, ist es auch die Erfahrung, für uns neue Abenteuer direkt vor unserer Tür zu erleben. Wenn ich uns beschreiben müsste, würde ich sagen, absolut chaotisch. Also wir wollten ja zum längeren Trip aufbrechen, also das werden wir gleich nochmal ein bisschen erzählen, wenn Andrea wieder da ist. Und wir machen uns ja schon immer über alles Gedanken, planen das alles immer ganz genau durch. Aber irgendwie in Sachen vergessen, da müssen wir noch dran arbeiten, weil Andrea hat ihre Brille vergessen. Und wir mussten jetzt hier wieder auf Land gehen. Sie lässt sich jetzt von der Freundin abholen, ihre Brille holen. Und damit wir dann halt morgen früh weiter können. Ich glaube, wir erzählen gleich mal zusammen, wenn sie wieder zurück ist, wo es hingehen soll und was wir so geplant haben. Glücklicherweise hatten wir ein Schlauchboot dabei, weil das haben wir auch erst heute noch besorgt. Andrea ist zurück mit Brille, aber wir wollen jetzt erst zurückfahren und dann werden wir berichten, was wir so planen und was wir vorhaben. Also, ab ans Paddeln. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass unser kleines Segelschiff Wilson 1,20 Meter Tiefgang hat. Deshalb konnten wir auch nicht so dicht an den Strand fahren und sind auf unser kleines gelbes Beiboot angewiesen. Ja, pünktlich zurück zum Sonnenuntergang, zum Glück. Ja, nicht, dass wir noch hätten im Dunkeln zurückfahren. Oh Weil ich hatte keine Lampe mitgenommen. Oh nein, das hätten wir auch noch hingekriegt. Ja. Ja. Soweit ist er nicht. Also es sind in Metern, glaube ich, 480 Meter habe ich gesehen. Weil Achso, an Land jetzt. Von Land bis hier zum Boot, weil ich bin halt mit der Drohne einmal hingeflogen und da sieht man das. Daher weiß ich ziemlich genau, wie viele Meter das sind. Ja, aber lässt sich ganz gut paddeln. Ich glaube, 10 Minuten musste man paddeln und dann waren wir wieder hier. Ja. Ein bisschen chaotisch fängt es halt an, ne? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also jetzt haben wir alles zusammen und jetzt kann es morgen losgehen. Also Ja, wir waren ja sonst jetzt immer erst so in der Wismarer Bucht ein bisschen segeln, haben das alles mal ein bisschen kennengelernt, wie das so ist mit dem Boot. ja, Und weil da ist halt wirklich mehr dran, als wir am Anfang dachten. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen leichter vorgestellt, weil so mit Motorboot und wir waren auch schon mal mit Segeln. Aber wenn man dann alles selber machen muss und selbst dafür verantwortlich ist, ist das doch nochmal eine ganz andere Nummer. gerade so auch mit Wetterumschwüngen, also Ja. wenn man dann wirklich auf die Situation reagieren muss, dann ist es ja doch schon manchmal recht viel. Braucht man halt einfach Erfahrung. Und Genau. bisher hatten wir halt immer auch so, also wir waren jetzt auch schon alleine segeln, aber auch oft so Freunde mit oder Leute, die das gut können. Und Ja. haben uns das so ein bisschen zeigen lassen. Und jetzt haben wir halt unsere erste eigene Tour geplant. Genau, es soll jetzt losgehen Ja, genau, in die Südsee. Also in die dänische Südsee. mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Also Plan ist halt, morgen wollen wir, wenn der Wind es zulässt, also eigentlich müssten wir mit Halbwindkurs ziemlich gut rüberkommen. Wir sind jetzt halt hier so zwischen Pöhl und, wie heißt das? Hoben, genau, liegen wir so. Und dann hoffen wir, dass wir morgen halt direkt nach Fehmarn durchkommen. Genau. Beziehungsweise kurz vor Fehmarn haben wir uns so einen kleinen Ankerplatz gesucht. Und da wollen wir hin. Also für Segler ist das wahrscheinlich gar kein Problem, aber wir sind schon etwas aufgeregt, weil das halt jetzt unsere erste eigene große Tour ist. Ja, jetzt sind wir die Neuen dann irgendwo. Ja, aber mal gucken, wie das morgen alles klappt. Also auch wie schnell wir vorankommen. Es sind halt, ich glaube, Kilometer habe ich geguckt, sind das 50 Kilometer etwa. Ja, das ist ein ganz schönes Ende. Das ist ein ganz schönes Ende. Und wir wollen ja auch nicht im Dunkeln fahren, das heißt, wir müssen mehr Tageslicht. Also wir stehen morgen ganz früh auf und legen dann los, also lichten dann den Anker und dann geht's los. Ja, und dann hoffen wir, dass der Wind uns rüberträgt. Ja, und von da aus dann halt Fehmarn wollen wir nochmal ein paar Sachen, haben wir uns rausgesucht und dann geht es halt weiter nach Dänemark. So die dänische Südsee sind so ganz viele Inseln, da gibt es auch ganz viele Häfen und soll eigentlich ein sehr gutes Anfängergebiet auch sein. Genau. Also da, auch wenn es mal stürmischer wird, dann werden wir einen Hafen anlaufen, werden da
Genau. ein paar Tage abwettern, die Situation. Es gibt auch viele Häfen, also die sind da alle sehr nah beieinander und also deshalb halt auch das Anfängerrevier, ne? Ja, also ich weiß die Namen jetzt nicht von diesen Inseln und Häfen. Haben wir es aber an. Wir haben halt die Ja, ganzen Zettel mit. aber das weiß man immer erst danach, dann kann man sich die Namen wirklich merken, wenn man da gewesen ist. Genau, also das werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zeigen von den ganzen Häfen, die wir da angelaufen haben. Aber freuen wir uns schon drauf. Wir sind natürlich mega aufgeregt. Oh ja. Also ich glaube, ich sogar noch mehr als du. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja die Hälfte nicht eingepackt. Ich glaube, wir sind beide nervös. Ja, das stimmt. Aber ja, mal schauen, wie es so läuft morgen. Ja, wir werden ja berichten. Genau, jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen den Sonnenuntergang genießen und unsere stressige Abfahrt nochmal Revue passieren lassen. Schön. Ja, eigentlich wollten wir ja heute rüberfahren, weil gestern war die Windvorhersage noch ganz okay. Wäre so eine 3 bis 4 gewesen. Und dann wären wir auch nach Fehmarn heute rübergefahren, beziehungsweise Großen Broder See, also kurz vor Fehmarn. Wir sind auch pünktlich heute gestartet, um 8. Gut, eigentlich wollten wir um 6 los, Ist okay. aber ist okay. Es war wirklich also da stand richtig Nebel über dem Wasser, also gar kein Wind. Und dann sind wir halt trotzdem los, erst noch unter Motor ein bisschen. Und dann haben wir Segel nachher hochgeholt und sind auch mit, ich glaube, 2,5 Knoten Ja. vorangekommen. Das war so unsere Spitze unter Segel. Jetzt gerade. 2,8 war Spitze. Ja, ja. Ach, 2,8, okay. Ja, und jetzt gerade machen wir 1,3 Knoten. Also wir haben auch entschieden, wir fahren nicht rüber, weil ich hatte ja mal so Pi mal Daumen durchgerechnet. Also wir brauchen 10 Stunden, wenn wir nur 3 Knoten machen würden, bis zu unserem Ziel. Ja. Und da wir jetzt ja nur aktuell 1,5 Knoten machen, bleiben wir doch noch hier auf der mecklenburgischen Seite. Fahren einmal so um Pöhl rum und haben uns beim Salzhaff so eine kleine Ankerbucht gesucht. Die wollen wir dann ansteuern und mal gucken, ob wir morgen einen neuen Versuch starten können. Morgen soll wesentlich mehr Wind sein, vielleicht sogar zu viel. Mal gucken. Natürlich war am nächsten Tag zu viel Wind für uns. Es waren 6 bis 7 Windstärken. Fürs Kiten optimal, aber für uns als Segelanfänger zu viel. Also warten wir, bis die Bedingungen für uns passen. Ja, wir sind heute endlich losgekommen, heute Morgen. Oh, konzentrier dich. Ja, ja, lenk mich nicht ab. Ja, wir haben es endlich geschafft und sind auf dem Weg Richtung Großen Brode, also kurz vor Fehmarn, die Ankerbucht, die wir uns ausgesucht haben. Und es ist immer noch so eine gute 4 bis 5 an Wind. Die Welle steht auch noch von gestern. Das ist ja auch neu für uns. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Aber er macht Spaß, jetzt wo der Motor aus ist. Wir haben jetzt noch, ich glaube, wenn wir so vorankommen, mit 4,5 bis 5 Knoten, müssten wir um 13 Uhr drüben sein. Ich glaube, das wird nichts.
wir sind gut angekommen in Großen Brode. Ja, hier wollten wir auch her. Also das war unser Tagesziel und wir haben es geschafft. Ja, wir sind ja heute Morgen um 7 Uhr sind wir gestartet am Boinsdorf, da in der Bucht, in der wir lagen. Ja, es war dann schon recht windig und wir haben schon gesehen, dass es ein bisschen wellig ist. Hat sich dann auch draußen sehr doll bestätigt. Also Ja. für mich war es dann wahnsinnig aufregend, für dich wahrscheinlich auch. Ja, war es auch. Also ich habe damit ja gerechnet, weil wir hatten halt über Nacht, war es immer noch recht windig, da war so eine Windstärke 6 und morgen war es halt Windstärke 5. Aber hat die ganze Nacht durchgeweht, dadurch stand halt noch eine schöne Welle. Und ja, vom Wind war alles ganz gut, das sind wir auch super. Wir haben so unsere etwas über 5 Knoten gemacht, sind damit super durchgekommen. Aber wir sind halt über diese kurzen Ostseewellen sind wir immer rübergeschossen. Es ist halt zwischendurch richtig doll geknallt. Ich habe manchmal einen Schreck gekriegt. Also ich dachte, das Boot bricht gleich durch. Ja, ein, zwei Mal war das wirklich, das hat recht laut geknallt. Da sind alle Sachen hier vorne auch durch die Gegend geflogen. Ja, Also wir müssen besser klar Schiff machen. Auf ja, jeden Fall. das haben wir gemerkt. Also wir müssen, bevor wir so losfahren, auf jeden Fall alles perfekt hinlegen, dass alles da liegt, wo es liegen soll. Und hier ist wirklich alles durch die Gegend geflogen. Wir hatten nicht mal unsere Waschtasche zugemacht. Das haben wir vergessen bei uns. Das war noch so früh. Das war noch so früh und wir wollten so schnell los. Und das ist hier alles durch die Gegend geflogen. Also das sah echt krass aus. Ja, gut. Und du hast ja dann noch nichts gefunden, falls du mal was brauchtest. Ja, das war dann auch- Unten reingehen war sowieso, da war nicht dran zu denken. Dann ist weil hier es- eine Winch runtergefallen und dann habe ich die Winch gesucht und ich bin hier unten drin gewesen. Andrea draußen an der Pinne musste eigentlich nur lachen, weil ich bin wirklich hier drin hoch und runter geflogen. Ich dachte, du machst hier so einen auf Charlie Chaplin, machst mir so ein Slapstick-Comedy-Dings, So hat sich das um selber, mich aufzuheitern. so hat sich das selber für mich auch angefühlt. Und dann habe ich halt irgendwann die Winch gefunden und dann konnte ich das Vorsegel nachziehen und ja, sind etwas chaotisch gestartet. Also muss ich zugeben. Ja, das sowieso. Aber Ja, hat ja aber Spaß gemacht. Also so im Nachhinein jetzt, ich bin total kaputt. Also das Aber war da so hattest Schiss, anspa- ne? Oh ja. Ich hatte richtig Schiss. Also, ich habe immer noch so ein bisschen in Richtung Wismar geguckt und dachte so, Noch können wir abdrehen. noch können wir einfach abbiegen, hier fahren wir jetzt rum. ja, war richtig geil. Also wir haben ungefähr, die letzten 10 Meilen nachher von den 30 Meilen mussten wir dann halt leider unter Motor fahren, weil dann wurde das, ich glaube ab 12 wurde es dann rapide weniger der Wind. Nachher, Also genau, wurde noch wieder ein bisschen besser. Also wir hatten das groß noch oben und sind dann noch ein bisschen mit Windunterstützung gefahren. Genau, also sind sind mit da Boot. gut vorangekommen. ja, weil wir wollten halt jetzt nicht, weil wir haben gar keine Fahrt nachher mehr zum Ende gemacht. Wir hatten wieder 0,4 Knoten und dann haben wir halt den Motor gestartet. Es wurde schon gar nicht mehr gemessen. So. Ja. Ja. Und dann sind wir halt mit Motorunterstützung, sind wir nach Großen Brode rein. Echt schön. Also, Ja, die Einfahrt war sehr schmal. Also wir hatten Glück, dass uns keiner entgegenkam. ja, da Aber es haben, ist gut betont. Auf ja, jeden da Fall. haben wir auch ein bisschen geträumt. Wir haben schon so geguckt, ja, da können wir hinfahren und da können wir ankern. Und dann sind wir ein bisschen weit rechts rüber. Dann und ist die Pinne ein bisschen weit nach Ja, und dann- Steuerbord gerutscht. haben wir gesehen, dass wir nur noch 1,20 Meter Tiefe hatten. Und wir haben ja 1,20 Meter Tiefgang. Ja, hat aber also es hat nicht gerummelt. Oder? Genau, keine Bodenberührung, aber war ziemlich knapp. Und dann sind wir gut reingekommen. Und ich zeige jetzt gleich mal die Bucht von draußen. Hier kommt auch gerade im Sonnenuntergang ein Boot rein. Ja. Das sieht echt schön aus. Unser Segelwetter. Ja, so ist schön. Perfekt Sonnenschein, nicht zu viel Wind, aber genug, um so eine 4 Knoten zu machen. So ist gut, ne? Ja. Wir machen heute auch nur einen kleinen Schlag. Haben wir uns überlegt, wir wollen nämlich mal einen Hafen anfahren. Wir haben uns auf Fehmarn jetzt einen kleinen Hafen gesucht. Und da wollen wir jetzt gerade mal rüber segeln. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp an der Fehmarn-Sundbrücke. Je nachdem, wie viel da los ist. Je nachdem, genau, ob die gerade stark befahren ist. Wir werden auch gerade verfolgt. Ja. Oh ja. Aber wir führen die Gruppe an. Ja, wir führen die Gruppe an. Hinter uns sind gerade 6 Segelboote, aber wir sind schneller. Also die sind schneller, glaube ich. Ja, die überholen uns gleich. Ja, die sind dichter. Also das eine kann ich erkennen, das ist, glaube ich, eine Najat. Ja, man entwickelt so ein Auge für Boote. Ja, langsam, also langsam, so wie mit Autos auch, kennt man schon die ganzen Boote und sowas, wenn man sich informiert. Das ist schon ganz cool. Früher sahen die für uns auch alle gleich aus, aber mittlerweile erkennt man das immer schon. Ah, da hinten fährt die Seenotrettung. 5 Knoten. Oha! Na, fast. Ne?
Einen Zwischenstopp an der Fehmarnsundbrücke haben wir nicht mehr eingelegt, also da war wirklich viel los. Und dann sind wir halt direkt weiter nach Fehmarn in den kleinen Hafen Burgstarken. Und hier sind wir dann das erste Hafenmanöver gefahren, so in einem fremden Hafen mit dem Anlegen. Natürlich sind wir erstmal in die falsche Box gefahren, mussten dann wieder raus, mussten einmal umdrehen und wieder rein. Das war ziemlich witzig, wir haben mal für Hafenkino gesorgt. Und das Anlegen hat dann aber nachher ganz gut geklappt. Und jetzt sind wir hier schon seit 2 Nächten und es ist sehr gemütlich. Preislich ist das tatsächlich auch alles total in Ordnung. Wir hätten gedacht, das ist alles viel teurer, aber das ist schon ganz nett hier, ne? Ja, also 15 Euro bezahlen wir hier pro Nacht und ich finde, das ist voll okay, das ist voll fair. Auch inklusive Kurtaxe Und Strom. und Strom. Also ein Campingplatz ist wesentlich teurer. Also da kann man sich nicht beschweren. Und jetzt wollen wir wahrscheinlich noch 2 weitere Nächte hier bleiben, weil die Windvorhersage gar nicht so gut ist, um weiterzukommen. Also eigentlich wollten wir noch viel weiterfahren, aber die Windvorhersage sieht wirklich nicht gut aus. Und jetzt warten wir so auf so ein kleines Windfenster, um wieder in die Richtung so Wismar zu fahren. In 2 Tagen sieht es gar nicht so schlecht aus, aber so lange genießen wir die Zeit hier noch.